Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute was richtig Cooles ausgedacht, da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein. Diese Farben hier hatte ich mir schon für mein letztes Gemälde angemischt und ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich gerne hintereinander wegmale. Das heißt, wenn ich Farben von einem Bild übrig habe, dann benutze ich die auch ganz gerne fürs nächste Bild nochmal wieder. Und hier hatte ich eben auch noch ein bisschen von der selbst angemischten Farbe übrig und habe die jetzt erstmal als Basis genommen für mein neues Gemälde. Die Farben, die ich dafür benutzt habe, stehen alle in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal rein. Für die Farben von Mieden habe ich auch wieder einen Rabattcode Stefanie Katharin. Dafür bekommt ihr 12% Rabatt auf eure Bestellung bei Mieden. Schaut da sehr gerne mal rein, ihr könnt damit auf jeden Fall meine Kunst auch unterstützen und ja, auf jeden Fall finde ich diese Heavy Body Farben sehr schön. Ich werde für dieses Video aber auch noch die Soft Body Farben verwenden, die zeige ich euch dann später. Ich habe bei dem Bild jetzt einfach mal ganz locker angefangen, meine Beige- und Ockertöne zusammenzumischen und da habe ich einfach ganz frei gemalt. Ich habe erstmal die etwas flüssigere Farbe aufgetragen auf die Leinwand und die einfach mit verschiedenen Untertönen gemischt. Ich mische ja immer sehr gerne direkt auf der Leinwand und so haben wir schon mal eine schöne Basis. Ich male die meisten meiner Gemälde ja allgemein immer in mehreren Schichten, weil ich einfach finde, dass sie dadurch lebendiger aussehen und auch ein bisschen mehr Tiefe haben und weil man die schöne Struktur natürlich auch sehen soll. Gerade bei den Heavy Body Farben ist ja so ein bisschen mehr Glanz und Textur dabei, weil die so ein bisschen schwerer sind und das möchte ich auf jeden Fall auch in dieses Bild wieder mit reinbringen. Hier kommt noch ein Klecks Weiß mit rein, das ist einfach ein Titanweiß. Und das mische ich mir einfach direkt in die anderen Farbtöne mit, damit da so ein leichter Übergang entsteht. Ich möchte nämlich auch ganz viel Licht und Leben in diesem Bild haben. Falls ihr das Video Coral Paradise von mir gesehen habt, also mit dem Bild, was so ein bisschen mit Orange- und Gelbtönen gestaltet ist, so ähnlich ist hier jetzt auch die Basis, nur dass ich natürlich später noch ganz besondere Sachen hier mit reinbringe. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, dass ich schon 2 fertige gemischte Farbtöne habe. Das hier ist jetzt so ein Joghurtrosa und das mische ich hier auch noch mal mit dazu. Und weil Lila ja die Komplementärfarbe zu Gelb ist, kommt hier auch noch mal ein bisschen frisches Lavendel mit rein. Das ist sowieso ein Farbton, den ich sehr gerne mag und ich finde auch zusammengemischt mit diesen Gelbtönen oder dem Beige ergibt das auch so einen ganz tollen Zwischenton, der weder zu kühl noch zu warm ist und deswegen ja, bringe ich in viele Gemälde immer sehr gerne so einen leichten Lila-Stich noch mit rein. Jetzt kommt mein erstes Werkzeug, was ihr auf jeden Fall in jedem Haushalt finden solltet und das ist eine leere Klopapierrolle. Ich mag das einfach manchmal ganz gerne, die da mit reinzubringen, weil man die Farbe damit so schön verteilen kann, fast wie wenn man die Wände bemalt, so ein bisschen. Also da darf man auf jeden Fall ein bisschen mit rumspielen und es ergibt auf jeden Fall sehr schöne Texturen. Man kann damit die Farben auch untereinander noch mal ein bisschen mehr verblenden. Manchmal muss man natürlich gucken, dass man nicht zu viel macht, aber ich finde einfach dieses ganz leichte, diese leichte Struktur sieht irgendwie cool aus. Hier habe ich jetzt einfach auch ein bisschen von dem Gelb mit dem Ocker noch mal gemischt und bin da auch noch mal mit ins Bild gegangen. Also man kann damit wirklich alles Mögliche machen. Man kann es auch auftupfen, dann hat man so ein bisschen, ja, wie so einen Verblendungseffekt.
Ich finde, es gibt nichts Langweiligeres auf so einem Bild als einfach eine große Fläche, wo einfach nur eine Farbe drauf ist. Deswegen bin ich immer dafür zu haben, dass man auch in die großen Farbflächen immer noch mal ein paar andere Nuancen mit reinbringt. Und hier gelingt es eben sehr gut, einfach mit dieser Rolle. Und es kostet ja nichts, also man hat die ja sowieso übrig und ich sammle die dann manchmal auch ein bisschen, auch die großen Küchentuchrollen und damit kann man einfach ein bisschen rumexperimentieren. Hier in der Schublade könnt ihr übrigens auch mein Lager sehen. Also da habe ich schon so ein paar Klopapierrollen und Küchentuchrollen drin für die nächsten Bilder, weil ich damit einfach diese abstrakten Werke super schön gestalten kann und ich die zurzeit eben sehr gerne benutze. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Werkzeug, das sind meine Hände. Und ich trage ja auch die ganze Zeit schon diese Schutzhandschuhe, finde ich auch immer sehr wichtig, empfehle ich auch immer, weil die Acrylfarbe ja nicht so gesund für die Haut ist. Ich sage das immer wieder gerne, weil ich denke halt wirklich, man sollte die schützen. Ja, und hier mische ich mir einfach wirklich direkt mit den Händen die Farbe da drauf und tupfe die dann mit den Fingern so ein bisschen in die Leinwand rein. Da kriegt man auch noch mal ganz viele coole unterschiedliche Strukturen und auch so Farbkleckse eben in diese großen Farbflächen. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schenken würdet, mich abonniert oder mir einfach einen netten Kommentar da lasst. Also dafür schon mal im Voraus ganz lieben herzlichen Dank. Und weil es für mich noch nicht genug Struktur ist, kommt natürlich hier auch mal wieder mein Malmesser zum Einsatz. Das ist ein Must-have für jedes Bild, was ich male. Ich benutze immer mein Malmesser. Ich lasse mein Bild jetzt einmal komplett über Nacht durchtrocknen, dann kann ich am nächsten Tag nämlich gleich weiter dran arbeiten. Das hier sind jetzt die Softbody-Acrylfarben von Meeden und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich die für dieses Bild hier verwenden möchte, weil ich nämlich ganz coole Spritzer damit auf die Leinwand machen möchte. Dafür eignet sich sowas immer sehr gut, das geht ja mit so dicken Farben immer etwas schlechter. Und das sind die anderen Farben, die ich mir jetzt hier noch auf meine Palette gemacht habe. Wie gesagt, es ist alles in der Videobeschreibung, da braucht ihr einfach nur nachzuschauen. Und bei der zweiten Schicht habe ich erstmal angefangen mit den etwas dunkleren Tönen. Da habe ich wie immer mein gebranntes Umbra und habe dann einfach nochmal so ein paar Orangetöne mit eingebracht. Wenn ihr hier mal links guckt, dann könnt ihr auf der Palette auch 2 fluoreszierende Farben sehen. Die sind übrigens von Liquitex und die wollte ich einfach einbringen, weil ich da ein bisschen mehr Leuchtkraft noch mit haben möchte auf dem Gemälde und das so richtig, ja, fröhlich werden soll. Das hat auf jeden Fall so was richtig schön Meditatives, so ein Bild zu malen. Da kann man sich echt in den Farbtönen verlieren. Und ich mache das auch einfach immer nach Gefühl. Ich weiß immer ungefähr, wo fehlt dem Bild noch was, wo muss jetzt eine helle Stelle rein, wo muss noch was Dunkles rein. Also ich würde sagen, das ist einfach auch Erfahrung. Je öfter ihr malt, desto mehr findet ihr dann auch heraus, was harmonisch aussieht. Und ich gehe hier auch wirklich sehr oft in mein Bild wieder rein, weil ich einfach auch verschiedene
Sachen ausprobieren möchte und weil ich das eben frei male. Und da kann man auch so richtig schön loslassen. Jetzt kommen wir zu den Softbody-Farben und ich werde die jetzt hier einfach so ganz frei rübersprenkeln, werde mich dabei aber auf den unteren Bereich konzentrieren. Also oben soll das Bild halt ein bisschen Leichtigkeit haben und unten darf ruhig ein bisschen mehr los sein. Ich würde immer empfehlen, dass man die Farbe vorher schon so ein bisschen andrückt, damit die wirklich dann auch gleich rauskommt, wenn man damit über die Leinwand geht. Die sind auf jeden Fall sehr schön dünnflüssig und eignen sich halt einfach perfekt für sowas. Zwischendurch gehe ich auch wieder mit meinen Händen in das Bild rein. Wie gesagt, ich habe da jetzt keinen speziellen Plan, wie ich immer vorgehen muss. Ich mache das einfach nach Gefühl und wenn ich finde, dass ich in dem Moment gerade mit den Händen reingehen muss, dann mache ich das eben einfach und die anderen Farben kommen dann am Ende oben drüber. Mir ist bei diesem Bild auf jeden Fall wichtig, dass es nicht zu große Farbkleckse sind, sondern dass das alles ziemlich fein aussieht, weil ich eben auch denke, dass das mit diesen schwungvollen Farbspritzern auch viel besser zusammenpasst. Deswegen nehme ich mir hier einfach die Zeit und arbeite alles ein, so nach Gefühl und nach Lust und Laune. Zwischendurch gehe ich natürlich auch mal wieder mit meinem Malmesser rein, um die Farben ein bisschen zu glätten und einfach um die Struktur wieder reinzubekommen, falls sie irgendwo verloren gegangen ist. Ja, und falls ich noch mal einen Tipp geben darf, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man von einem Farbton unterschiedliche Farbabstufungen in so ein Bild mit reinbringt, weil ich einfach finde, dass es dadurch ganz besonders lebendig und ansprechend aussieht. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein paar mehr Rosa und Aprikosentöne mit reingebracht. Ich fand das einfach total schön und lebendig, gerade so für die Sommerzeit. Und jetzt kommen auch noch mal ein paar von den Softbody-Farben drüber. Hier habe ich zum Beispiel so ein blasses Gelb. Das sieht auch richtig schön und sonnig aus. Dann bin ich hier natürlich mit dem Titanweiß auch noch mal reingegangen. Und wie gesagt, wo man jetzt genau diese Spritzer platziert, das bleibt einem selbst überlassen. Ich fand es in dem Fall auf jeden Fall total cool, dass die so leicht über den Rand gehen. Das wirkt eben so, als ob das Bild zu den Seiten noch weiter gehen würde. Und das ist ja dann auch so ein bisschen für die Fantasie was. Also ich finde, das sieht dann immer richtig cool aus.
Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich mich auf den unteren Bereich konzentriere. Ich glaube, es sieht gut aus, wenn man nicht zu viel macht, also nicht zu viel an allen Stellen, weil man dann sonst gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Hier habe ich jetzt eine Konzentration auf den unteren Bereich, auf das untere Drittel. Und das ist ja auch das, was man immer sagt, was allgemein harmonisch wirkt in der Bildkomposition. Und danach gehe ich eigentlich meistens auch. Hier habe ich jetzt auch nochmal einen anderen blauen Farbton mit eingebracht. Das sind jetzt auch wirklich die letzten Feinheiten, die ich an dem Bild nochmal vornehmen möchte. Hier kommt nochmal so ein zarter, weicher Puderton mit rein. Einfach an die Stellen, wo ich finde, dass ein bisschen zu viel Farbe auf einmal ist. Und ja, dann mache ich das, wie gesagt, so nach Gefühl. Gehe auch nochmal mit dem Malmesser rein und verbessere einfach nochmal ein paar Sachen. Dann hatte ich jetzt hier die Idee mit dem Wattestäbchen, dass ich ja auch ganz kleine Farbtupfer damit nochmal reinsetzen kann. Auch ein Haushaltsgegenstand, den eigentlich jeder zu Hause hat. Und man kann damit eben sehr feine Akzente setzen. Das Bild sollte jetzt auf jeden Fall nicht mehr berührt werden und es wird jetzt einmal komplett über Nacht durchtrocknen, damit auf jeden Fall diese Farbspritze erhalten bleiben. Und ich kann euch schon mal voraussagen, die sind auf jeden Fall auch genauso geblieben in der Struktur, wie sie da auch drauf sind. Das spricht auf jeden Fall für die Softbody-Farben. Ich habe noch gar nicht gesagt, was das für eine Größe ist. Das ist übrigens eine 80 mal 80 Zentimeter Leinwand und zwar eine schöne Tiefe, also so ein tiefer Keilrahmen, der sich dann auch richtig toll von der Wand abhebt. Jetzt kommen wir zum Endergebnis und guck mal, wie cool das Bild aussieht. Es ist einfach so ein richtig toller Farbensturm, wie die Farben über die Leinwand tanzen und deswegen heißt das Bild auch Infinite Dance. Es ist übrigens jetzt auch in meinem Shop erhältlich, da könnt ihr gerne bei Etsy mal reinschauen und wenn ihr über meinen Link geht, dann unterstützt ihr damit auch nochmal meine Kunst und mein Unternehmen. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage wieder ciao und bis zum nächsten Mal.